Ciao, herzlich willkommen zurück bei Roadhouse Bus. Ich bin gerade auf dem Weg zu unserem Bulli und heute geht es mal um Wasser. Also es geht um die Wasserversorgung bei uns im Bus. Wir wollten Platz schaffen im T3, weil jeder, der T3 fährt, weiß, es gibt immer Platzprobleme. Man kann nie genug haben. Und dementsprechend haben wir jetzt einen Unterfloor-Wassertank Frischwasser, 60 Liter und einen Abwassertank 40 Liter. Und hier in dem Video zeigen wir euch, wie es funktioniert. Also, wem es gefällt oder wer Interesse hat, bleibt dran. Wem es gefällt, der lässt uns ein Like da. Und ansonsten abonniert den Kanal. Viel Spaß beim Video. Ciao. Ja. Endlich mal eine sinnvolle Verwendung. Jetzt braucht man sie ja nicht mehr. Und trotzdem muss man ja irgendwas damit noch anfangen. Drum Sikaflex von den Händen ab, geht mit einer Maske gar nicht schlecht. So, heutiges Video geht darum, wie befestigen wir einen Wassertank Unterfloor bei einem T3-Bus. Und ich habe mir da was Schönes ausgedacht. Ich denke, ist eine tolle Lösung. Habe ich noch kein Video drüber gesehen. Vielleicht gefällt es euch ja. Also viel Spaß beim Angucken. Also, wir wollen Unterfloor-Wassertank unter den T3 bringen. Es gibt zwei Größen. Das hier ist die 40 Liter Größe. Den gibt es auch noch einen 60 Liter. Der ist auf der anderen Seite schon drunter. Filme ich auch gleich. Als zuallererst mal haben wir die Anschlüsse gelegt. Auslass natürlich nicht in Fahrtrichtung, damit da nicht hängen bleibt. Einlass und ein Entlüftungsventil. So, und damit können wir das Ding dann runterbauen. Normalerweise wird es mit Lochband gemacht. Da zeige ich gleich was zu. Schwupps. So, also Lochband, und zwar von der Firma Lil, ist aber auch scheißegal welche, aber es sind die einzigen, die ich gefunden habe, machen eigentlich alle. Lochband hier mit Plastik überzogen, ganz toll. Einziger Scheiß ist, wenn man die Tanks nachträglich reinrüstet, die Befestigung oder nachträglich einbaut, die Befestigung, wie man hier sieht, funktioniert sozusagen durch den Unterboden, also man muss nach oben durchbohren. So, und das geht nicht, weil mein Einbau schon fertig ist. Dementsprechend muss ich sie irgendwie im Trägerwerk unten befestigen. Und das will ich heute im Video zeigen. So, dann gehen wir mal unter das Auto. Und zwar habe ich da schon was vorbereitet. So, da drüben ist ein Klebestreifen. So, jetzt haben wir wieder Licht. So, da drüben ist ein Klebestreifen. Und zwar habe ich da schon zwei Löcher gebohrt, 1 und 2. Da kommen M6 Schrauben rein mit einer Mutter, gegengekontert und dann das Lochband festgemacht, damit man dann auf der Seite schon mal Lochband hängen hat, runter. Auf der anderen Seite habe ich schon sozusagen montiert. Hier sieht man die beiden 6er Schrauben. Hier habe ich aber keine Muttern, die ich dagegen setzen kann, weil ich hinten nicht rankomme. Also habe ich schwere Quetschmuttern genommen, also wirklich starke Teile. So, und da sind jetzt die M6 Schrauben eingeschraubt. Die kriegen noch natürlich eine Unterlegscheibe drunter. Hier kommt sozusagen das Lochband lang. Und dann habe ich auf beiden Seiten jeweils ein Ende Lochband. Ja? So, und wie ich das dann befestige, seht ihr jetzt im weiteren Verlauf. Ja, natürlich arbeiten nicht immer alle. Es ist auch noch nicht so warm. Guck mal hier. Drum sitzen die beiden hier unter der Decke bei Wilmi und wärmen sich gegenseitig. Naja, auch nicht schlecht. So, jetzt geht es weiter damit. Wir schneiden jetzt das Lochband mit der Flex. So, und dann montieren wir es unterm Auto. So, also jetzt habe ich hier die Schrauben reingedreht, hinten dran mit Muttern, ein bisschen Gefissel, kann man hier reinfassen mit dem Finger. So, kann die Mutter festhalten. Jetzt gehen wir da rein mit dem Schraubenschlüssel, holen uns die Sicherungsmutter, setzen vorne auf. Das ist natürlich wie immer auch ein Gespiel. Ah, dann geht's schon. Hier könnt ihr das sehen. Hier haben wir den ersten befestigt, natürlich vorher lackiert. Dann habe ich noch Sikaflex drauf geklatscht, dass da keine Feuchtigkeit runterkommt. Deswegen sieht es hier ein bisschen verschmiert aus. Hier ist der zweite mit den Quetschnieten, der ist natürlich ein bisschen ordentlicher. Ja, ist aber gut befestigt und vorne sind noch 3 und 4. Und dann sind wir mit der Thematik jetzt durch. Jetzt können wir einen Tank unterm Auto befestigen. So,
und damit wir die Gewindestangen, ich zeige jetzt auch gleich mal, wie die am Ende sein werden. So, hier wird die Gewindestange sitzen. So, und damit ihr den Tank nicht zerstört, die wird auch noch gekürzt später, damit ihr den Tank nicht zerstört, kleben wir jetzt einfach in der Länge über den gesamten Tank einen Streifen Armaflex, also Rohrsicherung selbstklebend, einfach damit das Gewinde nicht in den Tank einschneidet. So. Perfekt. So, und dann kleben wir das Armaflex, ist ja selbstklebend, von links nach rechts auf den Tank. So, jetzt kommt der Tank da runter, was ja erstmal noch nicht schwer ist. Schwer wird es, den am Ende festzumachen. So. Also, jetzt kommen diese Stangen. Ja, wir haben Edelstahlstangen, damit sie nicht rosten. Hinten eine selbstverschließende Schraube drauf, so damit die sicher ist. Eine Unterlegscheibe, damit es den Zug verteilt. Und das stecken wir jetzt unten in die ins Lochband rein. Unterhalb des Tanks und ziehen dann zusammen. Das gleiche natürlich auch auf der Seite gemacht. Ja, hier auch wieder die Lochbänder auf beiden Seiten, dann mit einer Gewindestange verbunden. Der Tank sitzt bombenfest, also da ist nichts zu rütteln. So, meine Lieben, jetzt bin ich auch ganz glücklich. Hat nämlich echt gut hingehauen. Achtung, so, da haben wir es. Tank ist mit den Gewindestangen befestigt. Wir haben dadurch lediglich 1 Zentimeter verloren. Im Gegensatz zum Unterboden eigentlich gar nichts. Aber wenn wir mal hier hingucken, hier vorne am Tank ist noch so eine Beule dran. Das heißt, wir sind nicht tiefer, als wir sowieso wären. So, ich habe die Schraube mit einer Sicherungsmutter dazu noch gekontert. Schön angezogen. Der Tank ist bombenfest. Also ich kann da überhaupt nichts mehr dran bewegen. Ja, und er sitzt perfekt da, wo er hin soll. Und wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Jetzt schneiden wir noch die andere Seite ab und dann sind wir absolut glücklich. So, zwischendurch mal noch Pilze gesammelt. Super lecker. Die sprießen hier aus dem Boden wie blöd. Jetzt sind wir fertig mit allem. Jetzt erklären wir mal noch ein bisschen die Funktion von der ganzen Geschichte. Kommt mal noch mal mit unter das Auto. Also, der Tank, der fertige. Licht bitte, danke. Hier ist der Einlass. Das heißt, wir haben den Wassereinlass, wir haben hier den Einlass zur Pumpe, also den Wasserauslass. Hier kommt das Wasser raus, was zum Waschbecken geht. Hier sind die Gewindestangen, die wir gemacht haben. Die sitzen bombenfest. Ja, funktioniert alles ganz toll. Und wir haben hier die Revisionsklappe und hier hinten die zweite Gewindestange. So, da kommt sie auch schon, da ist sie. So. Vielleicht nochmal für die Skeptiker unter euch, wir sind schon durch den TÜV durch, wir sind schon über 12.000 Kilometer gefahren, das Ding sitzt bombenfest und funktioniert wahnsinnig toll. Was wir erreichen wollten, war ja für uns wichtig, dass wir nicht einen Wassereinfüllstutzen irgendwie in den Lack reinschneiden, dann irgendwie wieder Feuchtigkeit im Auto haben, die ja, wenn das Ding mal undicht wird oder irgendwas nicht funktioniert, deswegen wollten wir alles unterhalb des Autos haben. Und die Befüllung, die funktioniert ganz einfach. Ich mache mal die Tür zu. Und zwar haben wir hier sozusagen den Wasserhahn. Den Wasserhahn dreht man auf, macht hier den Wasserschlauch drauf, schließt den am Wasseranschluss an. Dann ist eine Entlüftungsschraube, die macht man ebenfalls auf. Vollgas, Wasser rein, bis Wasser aus der Entlüftungsschraube kommt. Und sobald Wasser rausläuft, schließt man hier, macht die Entlüftungsschraube zu und hat am Ende 60 Liter Frischwasser geladen. Und das alles ohne irgendwie in die Karosserie reinzuschneiden. So, hat also sehr, sehr gut funktioniert.
Gut, dann noch mal ein paar Worte zu unserem Abwassertank. Kommt man noch mal mit unter das Auto. Und zwar, habt das ja schon gesehen, wie er verbaut worden ist. Hier ist das Ablassventil am tiefsten Punkt des Tanks, im Gegensatz der Fahrtrichtung, dass nichts hängen bleiben kann. Wir haben hier unsere Gewindestange Nummer 1. Wir haben hier die Gewindestange Nummer 2. So, und hier ist der Tankeinlass, das heißt, wir kommen hier mit dem Frischwasser, es geht oben ins Waschbecken rein, wenn wir eingeschaltet haben, das Wasser läuft durchs Waschbecken ab, läuft hier durch den Abwasserschlauch in den Tank rein. Der hat eine kleine Beule drin, damit da sowas wie ein Traps entsteht, damit es nicht oben stinkt. Und hier haben wir unser Entlüftungsventil. Das machen wir natürlich auf, wenn wir stehen, damit das Wasser vernünftig ablaufen kann. Und wenn wir fahren, machen wir es zu, damit wir dann eben kein Wasser verlieren. Ja, das sind soweit die Tanks. Vielleicht noch eine Sache zum Thema Duschen. Haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Hier ist unser Fenster zur Küche und hier seht ihr den Wasserhahn. Und an diesen Wasserhahn, da vorne drauf, kann man den Duschkopf oder den Duschschlauch aufstecken. Schaltet einfach das Wasser ein. Da man am Duschkopf sozusagen ein- und ausschalten kann, kann man super von draußen bedienen. Wir haben 60 Liter Frischwasser, wir sind noch nie an unsere Grenzen geraten bisher und können selbst mit den 60 Liter ohne Probleme eine Woche stehen. Ja, wir sind höchst zufrieden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, was wir hier zeigen, dass wir vielleicht ein paar Innovationen geben konnten. Auf jeden Fall war das unser Video zum Thema Wassertank. Wem es gefallen hat oder wem es generell gefällt, was wir hier machen, abonniert den Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Roadhouse Bus, Alessandra und Björn auf Reisen. Ciao!